Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir gucken uns an den Brief von deinem Leben, von unserem Leben. Heißt praktisch, wir lassen die Karten so fallen, damit wir die Perspektive des Lebens für uns einnehmen. Und wir schauen damit, was das Leben uns zu sagen hat. Alle Infos, die ihr braucht, findet ihr unten in der Infobox des Videos. Da sind alle Links drin zur Homepage, zum Kartenlegekurs, zum Zweitkanal, wo ich sonntags immer ein Special mache für die Sternzeichen oder eben mal was Besonderes. Und jetzt gucken wir mal, was das Leben uns gerade zu sagen hat. Ja, es geht um ein bisschen Glück. Etwas soll Fahrt aufnehmen, Veränderung bringen auf einem kurzen Weg. Etwas soll dir Klarheit vielleicht auch bringen, wo Veränderungen machbar sind. Und die sind hier speziell im Umfeld, in der Häuslichkeit, in deiner Umgebung. Vielleicht hast du hier irgendwie Situationen, wo du dir Dinge anders wünschst, wie sie eigentlich sind. Und das Leben gibt uns hier im Haus des Hauses gleich den Hausschlüssel mit sozusagen, um dass wir hier Sicherheit und Erfolg um uns herum kreieren können. Die Veränderungen, die hier liegen, können beim einen oder anderen tatsächlich mit einer Veränderung des Ortes, wo sie wohnen, zu tun haben oder der Häuslichkeit, ja, der Möglichkeit, sich hier auch neue Türen zu öffnen. Die liegt hier nicht weiß Gott wo, ne, sondern die liegt bei dir in der Umgebung. Und das Leben möchte uns Richtungen aufzeigen, einen Weg an die Hand legen. Wir haben hier den Kompass im Haus des Baumes drin. Das heißt, für mich ist der Baum, das sind alle Lebensbereiche, das ist das Thema Vitalität, Wurzel, Wachstum, ne? Und hier geht es tatsächlich um einen Richtungswechsel. Also vielleicht auch das verlasse mal alte Muster, ziehe ein anderes Verhalten in Erwägung. Richtungswechsel können hier sehr plötzlich kommen oder auch mit so Aha-Momenten, ne? Wo es dir bisher noch nicht klar war, was eigentlich wie, wo gemeint ist. Und diese Richtungswechsel, die gehen hier auch damit einher, dass man irgendwie Schnitte macht, ne? Also, dass man sich den Dingen erledigt, die immer wieder für Unklarheit sorgen, die immer wieder dein Äußeres stören, also diesen Radius, den du um dich rum hast. Und wo du vielleicht auch schon lang dran rummachst, wie könnte das denn aussehen, was ich hier für mich immer wieder, naja, ich nenne es jetzt mal herausfordernd oder auch unbequem zeigt. Das tut es ja nicht ohne Grund. Und hier geht ja auch ein Wissen auf, wo der Bereich eigentlich verstrickter ist, als du denkst und auch wie die Veränderung herkommt. Es sind hier keine langen Wege, das sind hier keine großen Richtungswechsel, sondern die Veränderung liegt im Haus des Klees. Das sind Dinge, wo du bisher vielleicht mit angezogener Handbremse, Unklarheit rangekommen bist oder etwa sich das lange auch nicht gezeigt hat, also sprich, man hält etwas aus und irgendwann kommt hier so der Punkt, da kocht man über. Man könnte es auch so nennen, bevor du was aushältst, schaffe eine Veränderung. So, jetzt hatten wir es aber dreimal und doppelt und dreifach. Es geht hier wirklich ums Umfeld. Ne? Mache Leuten die Türe zu, die deine Grenzen überschreiten. Gucke irgendwie, wie verbindlich das alles für dich ist. Was regt dich eher auf? Wo hast du eine Energie, die dich selber in deinem Frieden immer stört, obwohl du nichts tust? Und genau das ist hier die Überschrift. Hier haben wir die Haustür am Haus, den Schlüssel. Also öffne jemand die Tür, mache für jemand die Tür zu oder für etwas, kann auch natürlich eine Situation sein.
Und es geht hier um immer wiederkehrende Dinge, die hier eine neue Richtung brauchen. Ich habe, dass das Leben uns viele Optionen gibt, die richtungswechselnd sein können, die auch aus Kreisläufen aussteigen lassen. Und es geht darum, dass wir hier vielleicht ein bisschen betriebsblind sind und die Dinge nicht sehen. Aber hier ist keine Auswegslosigkeit, hier ist Möglichkeit pur, denn die Wege legen sich ins Haus des Kindes rein. Und die sagen auch, lass mal einen Weg weg, versuche etwas Neues. Es ist auch Zeit, irgendwie mit leichterem Gepäck weiterzureisen und es doppelt sich jetzt auch ein bisschen. Also das, was dich hier stört, das kommt nicht von dir selber, das kommt von außen, das kommt von Partnerschaften, das kommt von Verbindungen und es wird irgendwie Zeit, einen Weg zu wählen. Kann auch sein, dass man sich dafür erstmal zurückzieht und überlegt. Aber da ist die Zeit echt überfällig dafür und dieses blockiert sein ist für meines Erachtens auch oftmals so ein ja, wie nennt man das, ohne dass es jetzt böse klingt. Man müsste sich aus der Komfortzone bewegen und dann kriegst du immer wieder das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche und es ist praktisch Zeit, das abzulegen. Doppeldeutung, wir haben im Haus des Kindes die Wege und wir haben im Haus der Wege das Kind drin. Also beginne neu, suche dir Optionen, lasse Wege weg, die dich immer wieder in die gleiche Richtung führen. Beginne Grenzen zu setzen, erkenne, wo das Gepäck überhaupt entsteht. Vielleicht ist es dem einen oder anderen auch ein schweres Gepäck, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Ja? Dann mach es wie ein Kind, guck dir wieder neugierig die Dinge an, entdecke etwas, das Kind und die Tür, die geöffnete, korrespondiert dann auch noch miteinander. Es kann ja natürlich auch sein, dass es um Wege geht, die eure Kinder betreffen, wo ihr jetzt so langsam merkt, da müsst ihr euch rausnehmen oder da seid ihr nicht mehr so gefragt. Was ja auch ganz speziell ist, wenn du jetzt irgendwelche Partner hast, ne? Das mag im Jetzt sein oder aus der Vergangenheit, dann liegt es gegenüber hier im Haus des Hundes drin. Das wäre für mich auch so dieses Ding, schließe Frieden mit einem Gegenüber, mit deinem Gegenüber, ne? Also schaff dir da Harmonie, wo vielleicht auch Alltagskämpfe stattfinden. Mach dir dein Gegenüber zum Freund, guck auf die guten Qualitäten, die man hier so mitbringt. Ja, und wir sind hier sehr gedankenlastig, ne? Und dazu liegen wir im Haus des Ringes. Und da sagt das Leben eigentlich, wenn du hier ist das Haus des Buches, deine Energie reingibst in Dinge, die sich dir neu eröffnen, die nicht immer den gleichen Trott darstellen, kannst du hier sehr positive Veränderungen selbst herbeiführen. Und hier nochmal auch die Doppeldeutigkeit, dass es Zeit ist, etwas anders zu machen, einen anderen Weg zu nehmen, ein Gefühl genauer anzugucken. Hier sind sehr viele Sachen, die haben mit der Vergangenheit zu tun. Das mag ein Verhalten sein, das du mal an den Tag gelegt hast, das dich auch genährt hat. Aber jetzt sind so die Dinge, die sind nicht mehr, die nähren dich nicht mehr. Und jetzt musst du praktisch gucken, wo kommt deine Tankstelle her. Erkenne vielleicht auch in deiner Partnerschaft, welcher Schatz dahinter steckt, welches Kreuz dahinter steckt. Vielleicht auch im Bereich der Kommunikation irgendetwas, was euch immer wieder an den gleichen Punkt bringt oder auch an das Denken. Was denkst du über Partner, was denkst du über vergangene Partner? Und gucke da genau hin, wo etwas dein Herz bereichern kann.
möglicherweise bist du Single und hast auch hier immer wieder deine gleichen Kreisläufe. Ne? Es geht jetzt nicht, mein Herz zu öffnen, weil dies, weil das, weil jenes. Ich bin nicht schön genug, ich bin nicht gut genug, ich habe jetzt nicht die Umstände, die ich brauche. Aber wenn ihr euch hier die Linie anguckt, dann ist es schon auch wieder Zeit, sich im partnerschaftlichen Bereich auf den Weg zu machen. In unserem eigenen Haus liegt das Herz drin und daneben liegt die Schutzkarte, die auch noch mit dem Kreuz korrespondiert. Also hier sind richtungsweisende Änderungen oder andere Chancen. Das sind jetzt nicht mal Änderungen, Möglichkeiten aufzunehmen, sich dabei trotzdem geschützt zu fühlen und auch mit der Emotion, die wir hier haben, auch so ein bisschen rauszugehen. Ne? Wir haben hier die Fische, die liegen im Hause des Mondes drin. Also hier hat man mit dem Turm vielleicht auch zugemacht oder gedacht, ja, ich nehme mich aus allem raus und ertrage halt so mein Leben, aber das Leben möchte hier gelebt werden und nicht abgearbeitet, nennen wir es mal so. Ich habe viele Doppeldeutungen hier drin. Hier haben wir jetzt im Haus des Briefes das Kreuz und hier haben wir im Haus des Kreuzes den Brief. Es geht darum, sich auszutauschen, zu korrespondieren mit anderen. Vielleicht auch mal einen Gedanken zu teilen, den man sonst mit sich ausmacht. Es geht darum, sich zu öffnen, ehrlich zu sein, sich und den anderen auch zu sagen, wo ist das Problem für mich. Gerade auch für die, die gerne schweigen, wenn es schwierig wird, ist halt Kommunikation eine Lösung, die hier Aufblühen bringt. An sich haben wir jetzt hier die Arbeitskarte gar nicht mit drin, oder? Nein. Und darüber bin ich auch mal froh, weil immer kriegen wir gesagt, wir müssen da noch arbeiten und wir müssen da noch und da noch. Und viele haben bestimmt davon schon genug gemacht und genug gehört. Also wir haben die Brücke im Arbeitsbereich, da mache ich mir jetzt mal nicht so einen Kopf. Ne? Hier geht es auch darum, Veränderungen, die dann eben wieder erquickend und bereichert sind, wo man mit Herz hingeht. Vielleicht kannst du auch daran arbeiten, Brücken zu nutzen. Vielleicht hier der Kommunikation. Wenn ich hier gucke, haben wir nochmal den schicksalshaften Schutz bei den Erfahrungen, die wir jetzt machen. Und für alle, die sich jetzt fragen, kann ich überhaupt etwas ändern, eine Richtung ändern, weil ich das Geld nicht habe. Hier liegt im Finanzhaus die Lösung drin. Hier verbunden mit dem Schatz, mit einer Last, die man abstellt, vielleicht auch einer verbindlichen und hier auch mit richtungsweisenden Zielen. Die Geldkarte liegt hier im Haus des Herzens drin. Also geht auch tatsächlich mal wieder sehr viel um Selbstwert, um was bin ich mir wert, was ist mir was wert, wie definiere ich Reichtum, inneren und äußeren. Okay, ihr Lieben, dann gucken wir noch, was die Vögel uns hier mitgeben, der Gesang der Vögel. Hier haben wir 2 gekriegt. Wie heißt es? Zwergohreule. Ich komme in dein Leben und bringe dir Spiritualität, Verbundenheit und Körpergefühl. Komm ganz nah bei dir an, setze Grenzen genau dort, wo du sie brauchst, sprich deine Wahrheit aus. Das hatten wir hier oben schon. Und wir haben hier den Bienenfresser. Ich verhelfe dir zu mehr Freude, Gemeinschaft und Vertrauen. Wunder kommen jetzt zu dir, nimm sie wahr. Sie sind da, entspanne dich, das Leben trägt dich. Also auch hier nochmal so eine Bestätigung für diesen Schutz, den wir hier haben von oben, wo wir geführt sind und wo wir uns auch mal trauen können, das Türmchen zu verlassen. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Woche oder eine wunderbare Zeit. Ich drücke euch und bis bald.